Die heutige Geschichte ist wirklich schrecklich. Aber ich bin der Meinung, dass solche Fälle öffentlich gemacht werden müssen. Es gibt hier keine schockierenden Fotos oder Videos. Sie sind zu grausam, um sie hier zu zeigen. Alle Materialien sind im Internet frei zugänglich. Farkhunda Malikzada wurde im Jahr 1987 in Kabul, der Hauptstadt und größten Stadt Afghanistans, geboren. Sie wuchs zusammen mit ihrem Bruder in einer streng muslimischen Familie auf. Im Jahr 2015 besuchte die 27-jährige Frau Kurse, in denen sie islamisches Recht studierte. Sie bereitete sich darauf vor, Lehrerin zu werden. In Zukunft träumte Farkhunda davon, Richterin zu werden. Sie war mutig und scheute sich nicht, ihre Meinung zu äußern. Neben ihrem Studium engagierte sich die junge Frau aktiv ehrenamtlich. Sie lebte bei ihren Eltern und half ihnen beim Teppichknüpfen. Farkhunda kochte gut. Sie wollte heiraten, hatte aber aus irgendeinem Grund kein Glück. Farkhunda war eine gläubige Muslimin und trug einen Schleier. Ein Schleier ist ein leichtes Kopftuch aus Musselin, Baumwolle oder Seide, meist in weiß, blau oder schwarz, das beim Verlassen des Hauses getragen wird und den Körper der Frau von Kopf bis Fuß bedeckt. Nur das Gesicht und die Hände bleiben frei. Ihre Freunde und Lehrer schätzten Farkhunda als bescheidene, gütige, ernsthafte und gebildete junge Frau, die alle lokalen Traditionen und Bräuche achtete und respektierte. In Afghanistan wird der persische Kalender verwendet. Das Neujahrsfest fällt dort auf den Tag der Frühlingstag- und Nachtgleiche, also auf den 21. oder 22. März. Einige Tage vor Neujahr, am Donnerstag, dem 19. März 2015, machte sich Farkhunda Malikzada wie üblich auf den Weg zum Unterricht. Bevor sie das Haus verließ, küsste sie ihren Neffen und verabschiedete sich von ihrer Mutter. Sie sagte, dass sie in ein paar Stunden zurückkommen würde und sie dann gemeinsam das Haus für das bevorstehende Fest vorbereiten würden. Farkhundas Stimmung war ausgezeichnet. Sie verließ das Haus und machte sich auf den Weg zum Koranunterricht. Auf dem Weg kam sie an der Moschee Shadu Shamshira vorbei, was aus dem Persischen übersetzt Moschee des Königs der zwei Schwerter bedeutet. Shadu Shamshira ist ein zweistöckiges Gebäude mit gelb gestrichenen Außenwänden. Es befindet sich im Stadtzentrum in der Andarab-Straße, unweit des Flusses Kabul. Farkhunda beschloss, die Moschee zu betreten, um zu beten und sich kurz mit dem älteren Verwalter der heiligen Stätte zu unterhalten. Er hieß Zain al-Din. Der Mann stand auf der Straße hinter einem Verkaufstisch und bot verschiedene Waren an. Farkhunda warf einen Blick auf den Tisch. Dort lagen bunte Tücher und Amulette mit angeblich magischen Sprüchen. Als sie eines der Amulette öffnete, sah sie darin einen Papierstreifen mit einem Auszug aus dem Koran. Zain al-Din erklärte ihr, dass seine Waren besondere Kräfte hätten und wahre Wunder bewirken könnten. Er versprach, dass seine Amulette viele Probleme lösen würden, darunter auch, dass sie Frauen helfen könnten, schwanger zu werden. Neben Tüchern, Amuletten und Schriftrollen mit Koranversen verkaufte Zain al-Din an seinem Stand in der Nähe der Moschee auch Viagra und Kondome. Farkhunda begann sich darüber zu empören und erklärte, dass all das, was der Mullah verkaufe, nichts mit dem Islam zu tun habe. Sie begann mit Zain al-Din zu streiten und versuchte, ihn dazu zu bringen, seinen Stand zu schließen. Ihre Stimme wurde laut und immer mehr Menschen versammelten sich um sie. Zain al-Din geriet in Panik und beschuldigte Farkhunda, mit Amerikanern zusammenzuarbeiten und rief der Menge schließlich zu: Diese Frau hat eine Ausgabe des Korans verbrannt. Farkhunda wies diese Anschuldigungen sofort zurück und erklärte: Ich bin Muslimin und Muslime verbrennen den Koran nicht. Die Gerüchte über die angebliche Verbrennung des heiligen Buches verbreiteten sich jedoch schnell über das Gelände der Moschee hinaus und eine wütende Menschenmenge strömte zur Shadu Shamshira Moschee. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Farkhunda auf dem Gelände der Moschee von Männern umringt wird und verzweifelt bestreitet, Amerikanerin zu sein oder einen Koran verbrannt zu haben. Sie bittet darum, nicht gefilmt zu werden. Man befiehlt ihr zu schweigen. Bald eskalierte der Streit in offene Gewalt. Die Menge begann, die junge Frau zu schubsen. Sie stürzte zu Boden. Sie wurde getreten und geschlagen. Die Polizei erschien vor Ort und versuchte, die außer Kontrolle geratenen Männer aufzuhalten. Die Polizisten schossen in die Luft.
Die Menschen rannten auseinander. Farkhunda saß zu diesem Zeitpunkt auf dem Asphalt und bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. Die Männer rissen ihr das Kopftuch vom Kopf, ihr Haar war zerzaust, ihr Gesicht voller Blut. Die Polizisten boten Farkhunda an, sie zur nächsten Polizeistation zu bringen, wo sie in Sicherheit wäre. Doch sie lehnte ab und verlangte, von einer Polizistin begleitet zu werden. Farkhunda vertraute den männlichen Polizisten nicht und wollte keinen unnötigen Kontakt mit ihnen. 2 Gemeindemitglieder halfen Farkhunda auf die Beine und brachten sie in den Innenhof der Moschee. Währenddessen schrie die Menge wütender Männer ununterbrochen Beleidigungen. Augenzeugen filmten alles mit ihren Mobiltelefonen. Die Menge beschloss einhellig, dass Farkhunda dafür, dass sie angeblich eine Kopie des Korans verbrannt habe, getötet und sofort in die Hölle geschickt werden müsse. Inzwischen hatten sich etwa 1000 Menschen auf der Straße versammelt. Alle beobachteten, was als nächstes geschehen würde. Es wird angenommen, dass etwa 150 Männer an der Lynchjustiz gegen Farkhunda beteiligt waren. 150 Männer gegen eine Frau. Die Menge stürmte in die Moschee. Die Polizisten versuchten, die Angreifer zurückzudrängen und sie zum Aufhören zu bewegen, doch ohne Erfolg. Schließlich gaben die Ordnungskräfte auf und sahen untätig zu, was geschah. Die Männer zerrten Farkhunda auf das Dach der Moschee und warfen sie hinunter. Die grausamen Einzelheiten werden hier bewusst nicht beschrieben. Es ist bekannt, dass Farkhunda sich so gut sie konnte zu verteidigen versuchte, doch sie hatte keine Chance zu überleben. Die junge Frau starb in der Nähe der Moschee. Danach wurde ihr Leichnam mit einem langen Seil an ein Auto gebunden und etwa 200 Meter durch die Straßen geschleift. Anschließend warfen die Täter sie in das ausgetrocknete Flussbett des Kabul, bewarfen sie mit Steinen und setzten sie in Brand. Das Feuer wollte zunächst nicht richtig brennen. Die Männer rissen sich Kleidungsstücke vom Leib und warfen sie in die Flammen, damit der Körper von Farkhunda vollständig erfasst wurde. Der gesamte Lynchakt dauerte etwa 2 Stunden. Die Menge jubelte und rief „Da Allahu Akbar!". Zudem wurden antiamerikanische und antidemokratische Parolen skandiert. Und Farkhunda wurde beschuldigt, mit Amerikanern zusammenzuarbeiten und in der französischen Botschaft tätig zu sein. Zu dieser Zeit befanden sich Farkhundas Eltern zu Hause und warteten auf die Rückkehr ihrer Tochter. Gegen 16 Uhr erhielt ihr Vater einen Anruf von Farkhundas Telefonnummer. Ihm wurde mitgeteilt, dass die Familie dringend zur Moschee Shadu Shamshira kommen müsse. Farkhundas Vater, Mutter und Bruder begaben sich daraufhin zu dem Heiligtum. Dort sahen sie eine riesige Menschenmenge. Sie wussten noch nicht, was geschehen war und warum sich dort so viele Menschen versammelt hatten. Die Familie wurde anschließend zur Vernehmung auf eine Polizeiwache gebracht. Die Ermittler erklärten ihnen, Farkhunda sei in eine unangenehme Situation geraten. Sie sagten, die junge Frau lebe noch und befinde sich auf der Wache. Die Polizisten forderten die Angehörigen auf, öffentlich zu erklären, dass Farkhunda psychische Probleme gehabt habe, andernfalls könnten sie große Schwierigkeiten bekommen. Die Mutter und der Vater weigerten sich, diese Aussage zu machen. Daraufhin teilte die Polizei den Eltern mit, dass ihre Tochter tot sei und sie den Leichnam, oder vielmehr das, was davon übrig geblieben war, abholen müssten. Farkhundas Mutter berichtete später: „Wir gingen in die Leichenhalle. Ich öffnete den Plastiksack mit dem Reißverschluss und sah meine Tochter. Ich sprach mit ihr, wischte ihr die Hände und das Gesicht ab. Ihr Körper war voller Verbrennungen. Ich fragte: Warum haben Sie dir das angetan, mein kleines Mädchen? Ich spürte, wie sie mir antwortete: Ich war unschuldig, Mama. Danach ordneten die Behörden an, dass die Familie von Farkhunda Kabul zu ihrer eigenen Sicherheit sofort verlassen müsse. Der Vater, die Mutter und der Bruder von Malikzada verließen daraufhin die Hauptstadt. Die Nachricht von der Tragödie verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken. Augenzeugen veröffentlichten zahlreiche Videos und einige der Männer prahlten sogar damit, an dieser grausamen Tat beteiligt gewesen zu sein. Bereits am nächsten Tag lobten mehrere einflussreiche Beamte und Geistliche öffentlich das Vorgehen der Menge, da sie der Ansicht waren, niemand habe das Recht, den Koran zu beleidigen. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani verurteilte jedoch umgehend diese Gewalttat, die sich am helllichten Tag in der Nähe einer heiligen Stätte ereignet hatte, und ordnete eine Untersuchung an. Nach mehreren Stunden sorgfältiger Überprüfungen teilten die Sicherheitskräfte in Kabul mit, dass sie keinen einzigen Beweis dafür gefunden hätten, dass die 27-jährige Farkhunda Malikzada
eine Kopie des Korans verbrannt oder mit Amerika zusammengearbeitet habe. Die Beamten und Geistlichen nahmen ihre früheren Erklärungen zur Rechtfertigung des Lynchmords zurück. Später wurden sie alle entlassen und ihrer Ämter enthoben. Die Familie Malikzada kehrte nach Kabul zurück, um Farkhunda zu beerdigen. Die Trauerfeier fand am 22. März 2015 statt, 3 Tage nach der Tragödie. Tausende Menschen kamen zu Farkhundas Beerdigung. Wut und Zorn wichen Scham und Trauer. Nach afghanischer Tradition wird der Sarg mit dem Verstorbenen immer von Männern getragen, doch im Fall von Farkhunda trugen, mit Erlaubnis ihres Vaters, ausschließlich Frauen den Sarg. Wenn Männer versuchten, ihre Hilfe anzubieten oder den Sarg zu berühren, schrien die Frauen: „Fass ihn nicht an! Wo warst du an dem Tag, als 150 Männer Farkhunda angegriffen haben? Wo warst du?“ Auf diese Frage hatte niemand eine Antwort. Die Frauen waren der Überzeugung, dass sie nicht einen Sarg trugen, sondern eine Heldin. Es war einer der seltenen Fälle in Afghanistan, in denen Frauen sich gegenseitig unterstützten und geschlossen auftraten. 2 Tage nach der Beerdigung, am 24. März, gingen Tausende von Frauen mit Parolen wie „Wir sind alle Farkhunda“ auf die Straßen von Kabul. Sie brachten ihren Protest zum Ausdruck und forderten Gerechtigkeit. Einige bemalten ihre Gesichter rot, um das Aussehen von Farkhundas Gesicht kurz vor ihrer Ermordung zu symbolisieren. Die Menge zog zum Gebäude des obersten Gerichtshofs und verlangte Gerechtigkeit für Farkhunda sowie ein Ende der Gewalt gegen Frauen. Auch Männer beteiligten sich an der Kundgebung, um ihre Solidarität zu zeigen. Es war eine der größten friedlichen Demonstrationen, die jemals in Afghanistan stattgefunden hatten. Im Fall des Mordes an Farkhunda Malikzada nahmen die Behörden insgesamt 49 Männer fest und erhoben verschiedene Anklagen gegen sie. Besonders beunruhigend war, dass es sich bei diesen Männern nicht um religiöse Extremisten handelte, sondern um gewöhnliche Afghanen. Sie trugen keine traditionelle Kleidung. Ein einflussreicher Beamter kommentierte: „Sie haben gelernt, T-Shirts und Jeans zu tragen. Sie sahen modern aus. Aber ihre hasserfüllte Haltung gegenüber Frauen hat sich nicht verändert.“ Die Frau des Präsidenten, Rula Ghani, äußerte Unverständnis darüber, warum so viele Menschen Gerüchten glaubten und so schnell zu Gewalt griffen. Sie erklärte: „Ich denke, das zeigt, dass die afghanische Gesellschaft seit vielen, vielen Jahren in einer Atmosphäre der Gewalt lebt.“ Eine Psychologin aus Kabul, die mit Frauen gearbeitet hatte, war der Ansicht, dass vor allem das Herdenverhalten die Menge dazu gebracht habe, zu glauben, sie würden zu Helden, wenn sie öffentlich Rache übten. 6 Wochen später begann der Prozess. Aktivisten hofften, dass dieser Fall einen Wendepunkt für Afghanistan darstellen würde. Der gesamte Prozess wurde live übertragen. Am 5. Mai 2015 wurden die Urteile verkündet. Von den 49 Angeklagten wurden 26 freigesprochen. 11 Polizisten wurden zu einem Jahr Haft verurteilt, weil sie Farkhunda nicht geschützt hatten. 8 Zivilisten erhielten Haftstrafen von 16 Jahren. 4 Personen wurden zum Tode verurteilt. Zu ihnen gehörte auch der Moscheevorsteher Zainuldin, der Anstiftung beschuldigt wurde. Zu den 4 Hauptverantwortlichen für die Tragödie gehörte auch Jakub, der zu diesem Zeitpunkt erst 16 Jahre alt war. Jakub war der älteste Sohn seiner Familie und interessierte sich für Fußball und Boxen. Am Tag des Lynchmords arbeitete er allein im Laden seines Onkels, wo er Sonnenbrillen verkaufte. Plötzlich hörte Jakub Lärm auf der Straße. Er rannte hinaus und sah ein Auto, an dem ein lebloser Körper mit einem langen Seil befestigt war. Jakub schloss sich der Menschenmenge an. Seine Emotionen überwältigten ihn. Der junge Mann begann, sich an der Gewalt zu beteiligen. Auf Videoaufnahmen war deutlich zu sehen, wie Jakub einen großen Stein auf Farkhunda warf. Jakubs Eltern waren erschüttert, als sie erfuhren, woran ihr Sohn beteiligt gewesen war. Sie hätten nie erwartet, dass Jakub zu einer solchen Tat fähig sei. Gleichzeitig erklärten sie, ihr Sohn habe sich respektlos gegenüber der Verstorbenen verhalten, sie jedoch nicht getötet. Am 2. Juli 2015 milderte das Berufungsgericht in einer nicht öffentlichen Verhandlung die Urteile der Verurteilten und hob die Todesstrafen auf. 3 Männer erhielten jeweils 20 Jahre Haft. Jakub erhielt 10 Jahre. 11 Polizisten, die zu 1 Jahr Haft verurteilt worden waren, verbrachten nur wenige Monate hinter Gittern und wurden gegen Kaution freigelassen. 4 von ihnen wurden vollständig freigesprochen
und kehrten sogar an ihren früheren Arbeitsplatz im Innenministerium zurück. Das Urteil löste eine neue Welle von Protesten in Kabul aus. Die Familie Malik Sadar, Aktivisten und Menschenrechtsverteidiger erklärten, dass alle Urteile ungerechtfertigt milde ausgefallen seien. Diese nachsichtige Haltung gegenüber den Tätern spiegelte auch die nachsichtige Haltung eines Teils der afghanischen Gesellschaft gegenüber Gewalt gegen Frauen wider. Aktivistinnen erklärten: Die afghanische Regierung hat der Welt erneut gezeigt, dass dieses Land für Frauen die Hölle ist. Wir wissen, dass unsere Regierung wieder einmal nichts für Frauen tun kann. Farkhunda ist nicht die erste und wird auch nicht die letzte sein. Ein Jahr nach der Tragödie, am 23. März 2016, wurde in Kabul ein Denkmal zum Gedenken an Farkhunda Malik Sadar eröffnet. Es befindet sich an derselben Stelle am Kabul-Fluss, an der der Körper der jungen Frau verbrannt wurde. In Afghanistan wurde sie als Märtyrerin anerkannt. Eine Ehre, die normalerweise nur gefallenen Soldaten zuteil wird. Neben dem Denkmal wurde auch die Straße, in der sich die Tragödie ereignete, nach Farkhunda benannt. Die Moschee Shah du Shamshi hat inzwischen neue Verwalter. Sie untersagten den Besuchern, sich ohne konkreten Anlass auf dem Gelände der heiligen Stätte aufzuhalten oder Mobiltelefone zu benutzen. Khoja Naim, der neue Verwalter, erklärte, dass viele Besucher zunächst Unzufriedenheit darüber geäußert hätten. Khoja Naim sagte: Wir sagen allen, dass sie beten und danach gehen sollen, denn es hat keinen Sinn, einfach nur im Heiligtum herumzustehen. Was das Verbot von Mobiltelefonen betrifft, ist auch das gerechtfertigt. Warum reichen wir heute, wenn jemand hinfällt, nicht die Hand, um ihm aufzuhelfen? Stattdessen greifen wir sofort zum Handy. So sollte es nicht sein. Nach dem Vorfall mit Farkhunda berichteten viele Frauen in Afghanistan in sozialen Netzwerken, dass Männer sich straffrei fühlten, sie noch offener und aufdringlicher belästigten und ihnen vorwarfen, selbst schuld zu sein und den Zorn der Menge provoziert zu haben. Frauen berichteten, dass sie von männlichen Kollegen in Büros und an Universitäten beleidigt wurden. Sie stellten außerdem fest, dass viele Männer sich über Farkhundas Tod lustig machten, obwohl bekannt war, dass die Anschuldigung, sie habe den Koran verbrannt, falsch war. Diese Männer waren der Ansicht, dass Farkhunda für ihren angeblichen mangelnden Glauben mit dem Leben habe bezahlen müssen, da sie auf den Videoaufnahmen der Lynchjustiz zu offen gekleidet gewesen sei. Dabei wird betont, dass Farkhunda zu diesem Zeitpunkt ihre Kopfbedeckung verloren hatte und ihr Haar offen sichtbar war. Außerdem rechtfertigten einige afghanische Männer die Tat damit, dass Farkhunda dafür bezahlt habe, dass die junge Generation der Afghanen angeblich nicht mehr bereit sei, Traditionen zu respektieren und sich vom Glauben entferne. Aktivistinnen erklärten: Wir werden weiter für unsere Rechte kämpfen und Frauen schützen. Wir werden auch dafür sorgen, dass unschuldige Frauen, die wie Farkhunda einen grausamen Tod erlitten haben, Gerechtigkeit erfahren. Frauen in Afghanistan leben bis heute in Angst. Die Brasilianerin Catiucia Torres Soares, bekannt als Cat Torres, war in den sozialen Netzwerken sehr beliebt. Millionen von Fans verfolgten das Leben der Schönheit. Einige bewunderten sie, andere beneideten sie. Allerdings wussten nur wenige, dass sich hinter dem perfekten Bild eine düstere Realität verbarg. Cat Torres wurde am 24. Oktober 1989 im Norden Brasiliens geboren. Sie wuchs in einem armen Viertel in einer problembelasteten Familie auf. Cats Vater litt unter Alkoholismus. Mit 12 Jahren begann das Mädchen, ihre Lippen mit rotem Lippenstift zu schminken und trug einen kurzen Haarschnitt im Chanel-Stil. Schon damals machten Freunde und Bekannte Cat Komplimente und prophezeiten ihr Erfolg im Modelgeschäft. Ein paar Jahre später schickte sie ihr Profil an eine Modelagentur, in der Hoffnung, etwas Geld zu verdienen. Cat wurde sofort entdeckt und zu einem Fotoshooting eingeladen. Nachdem sie ihr Honorar erhalten hatte, zog sie freudig von ihren Eltern aus. Mit 18 Jahren wurde Cat angeboten, nach Europa zu ziehen, und sie willigte ein. Hallo, mein Name ist Cat Torres. Ich bin Model und Schauspielerin. Derzeit arbeite ich in Mailand. Ich bin Brasilianerin und ein sehr guter Mensch, deshalb lächle ich immer. Ich finde, das Leben ist schön und wir sollten immer lächeln.
Hauptsächlich arbeitete Cat als Model für Bademode und Unterwäsche. Sie reiste zu Fotoshootings nach Südkorea und Kolumbien. Ihre Karriere ging steil bergauf. Die junge Frau erschien immer häufiger auf den Titelseiten von Zeitschriften. Cat zog nach Amerika. Dort begann sie, Partys mit Prominenten zu besuchen. Einmal wurde Cat in Begleitung von Leonardo DiCaprio gesehen. Die brasilianische Presse schrieb, dass das Paar eine Affäre hatte, die nicht länger als einen Monat dauerte. Im Dezember 2013 ließ sich Cat in New York nieder, in einer Wohnung mit Blick auf die Freiheitsstatue. Die Nachbarn bemerkten, dass sie Markenkleidung, Handtaschen und teuren Schmuck trug. Es wurde offensichtlich, dass Cat einen reichen Mann hatte. Ihre Freundinnen wussten, dass sie sich mit einem russischen Oligarchen traf, der ihr eine schicke Wohnung mietete und sie vollständig versorgte. Er schenkte ihr Geschenke, zum Beispiel teure Uhren, die mit Diamanten besetzt waren. Zunächst nannte Cat seinen Namen nicht. Erst nach einiger Zeit begann sie, ihn einfach A zu nennen. Sie zeigte einer engen Freundin ein Foto des Oligarchen. Die Freundin beschrieb den Mann als seltsam aussehenden alten Mann. Niemand hatte ihn jemals persönlich gesehen. Cat flog zu ihm nach Frankreich, fuhr auf seiner Yacht und kam manchmal nach Russland. Immer wieder erzählte sie ihrer Freundin, dass sie in den Milliardär verliebt sei und jeden Tag mit ihm telefonierte. Cat langweilte sich in New York. Die Treffen mit dem Oligarchen fanden nicht oft statt. Die junge Frau hatte noch mehrere andere Männer, die ihr großzügig für die Verabredungen und ihre Zuneigung dankten. Aber alles änderte sich, als bei Cat gesundheitliche Probleme auftraten. Sie musste dringend operiert werden. Ihre zuvor eingesetzten Brustimplantate wurden entfernt. Die Genesung erwies sich als schwer und langwierig. Cat wurde für Männer uninteressant. Der Oligarch brach den Kontakt zu der Brasilianerin ab, andere Verehrer verschwanden ebenfalls sofort. Nach der Operation beendete Cat ihre Karriere auf dem Laufsteg und versuchte, Schauspielerin zu werden, doch es blieb ohne Erfolg. Ihre Verbindung zur Hollywood-Elite führte dazu, dass Cat begann, illegale Substanzen zu konsumieren. Ein Getränk, das von indianischen Schamanen hergestellt und zur Kommunikation mit Geistern verwendet wird. Cat besuchte Zeremonien, bei denen alle Menschen auf dem Boden saßen und Lieder sangen. Cats Freundinnen waren der Meinung, dass die Blondine gerade nach diesen Treffen begann, den Verstand zu verlieren. Cat sagte, dass sie schon in jungen Jahren die Gabe gehabt habe, Vorhersagen zu treffen. Sie nannte es ihre innere Stimme. Nach dem Konsum illegaler Substanzen glaubte Cat, dass sie auserwählt und etwas Besonderes sei und hielt es für ihre Pflicht, Menschen zu helfen. Gerade in Amerika begann Cat Torres in den sozialen Netzwerken an Popularität zu gewinnen. Sie schuf ihre eigene Marke und lehrte Kundinnen und Follower, wie man einen gesunden Lebensstil führt, wie man Liebe, Geld und Wohlstand anzieht und wie man sich alle Träume erfüllt. Die junge Frau veröffentlichte schöne Fotos auf ihrer Seite, schrieb inspirierende Zitate und gab Ratschläge. Cat reiste viel und genoss das Leben. Millionen von Menschen folgten ihr. Cat begann, sich mit einem jungen Unternehmer zu treffen. Sein Name war Ben. Er half ihr beim Aufbau ihrer Marke. Cat schrieb und veröffentlichte ihr motivierendes Buch The Voice. Darin erzählte sie von ihrer schweren Kindheit, von Gewalt und Misshandlung, davon, wie sie es trotz allem aus der Armut geschafft und Erfolg gehabt hatte und davon, wie ihre Träume von einem reichen Leben Wirklichkeit geworden seien. Im Jahr 2017 begann Cat Torres, persönliche Sitzungen mit Kundinnen abzuhalten. Sie motivierte die jungen Frauen, gab ihnen Ratschläge, lehrte sie Spiritualität, lehrte sie, besser für sich selbst zu sorgen und ihre Ressourcen zu nutzen. Als Cat ihre Dienste im Internet bewarb, sagte sie Dinge wie: „Ich kann dein Problem lösen. Ich kann dir helfen." Beim Durchsehen von Cats Profil fanden die Abonnentinnen Trost in ihren Worten. Torres' Online-Beratungen ähnelten einer Therapie. Sie sprach beruhigende Worte zu ihren Kundinnen, wusste sie zu unterstützen und ihnen Ratschläge zu geben. Eine Videokonferenz mit Cat kostete etwa $150. Cat besuchte zusammen mit ihrem Freund Ben Kirchen und studierte verschiedene religiöse Praktiken. Die junge Frau bewunderte den berühmten brasilianischen Medium João de Deus. Übrigens wurde João später wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt und zu fast 500 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein weiterer Favorit von Cat war der amerikanische Coach und Trainer Tony Robbins. Torres bewunderte diesen Mann
und träumte davon, seinen Erfolg zu wiederholen. Eine von Cats Kundinnen, Anna, erzählte: Ich fand Cat zu einer Zeit, als ich gerade eine schmerzhafte Trennung von meinem missbräuchlichen Partner durchlebte. Ich hatte bereits eine schwierige Kindheit hinter mir, hatte viele gesundheitliche Probleme und verbrachte meine Zeit damit, von Arzt zu laufen. Ich hatte stark abgenommen, aber niemand konnte mir helfen. Ich hatte die Hoffnung verloren und dachte, mein Leben sei vorbei. Genau in diesem Moment fand ich Cat und klammerte mich an sie wie an meine letzte Chance. Anna lebte und studierte in Boston, Massachusetts. Nach Angaben der jungen Frau überzeugte Cat sie davon, dass Anna nach New York ziehen und ihre Haushaltshilfe werden sollte. Cat schrieb der jungen Frau, dass sie sich um ihre Katzen kümmern, Essen kochen, die Wohnung putzen und Wäsche waschen müsse. Cat versprach ihr $2000 im Monat zu zahlen. Anna willigte ein und zog nach New York. Als sie zum ersten Mal Cats Wohnung betrat, war sie entsetzt über das Chaos, das dort herrschte. Überall lag Müll herum, schmutzige Kleidung, die Katzen urinierten direkt in das Bett des Models. Cat war völlig unfähig, ihr Leben zu organisieren, sie konnte nicht einmal die grundlegendsten Dinge erledigen. In der Wohnung brannte ständig das Licht. Cat schlief fast nie, sie konnte nicht in Stille leben. Selbst wenn Cat duschte, rief sie Anna immer zu sich, um mit ihr zu reden. Die Assistentin schlief nur, wenn Cat zu Treffen mit Männern ging. Die Blondine kam nachts oder früh am Morgen zurück und weckte Anna sofort. Cat versuchte dafür zu sorgen, dass die Assistentin mit niemandem Kontakt hatte, nicht einmal am Telefon. Sie schien sie gezielt von der Außenwelt zu isolieren. Anna lebte in Cats Wohnung und arbeitete nahezu rund um die Uhr. Das Model zahlte ihr nie die versprochenen $2000. Anna erhielt dieses Geld nie. Bald wurde der Assistentin klar, dass sie ausgenutzt wurde. Cat hatte Macht über sie und wusste, wie man manipuliert. Erst nach 3 Monaten entschloss sich Anna zu gehen. Cat rief sie weiterhin an und schrieb ihr, bat sie darum, zurückzukommen. Ihre Verbindung dauerte noch etwa 1 Jahr. Anna hatte Angst und dachte ständig darüber nach, wie sie Cat entlarven könnte, doch gleichzeitig fürchtete sie sich vor ihr. Anna glaubte, dass sie eines der ersten Opfer von Cat Torres war. Mitte 2022 zog die 32-jährige Cat mit ihrem neuen Verlobten, dem 21-jährigen Zach, nach Texas. Sie mieteten ein geräumiges Haus mit 5 Schlafzimmern, wurden jedoch schon nach ein paar Monaten wieder hinausgeworfen, weil das Paar die Miete nicht bezahlt hatte. Die Nachbarn sahen, wie Cat und Zach Kisten voller Voodoo-Puppen und getrockneter Kräuter aus dem Haus trugen. Cat bestellte diese Waren in großen Mengen und verkaufte sie über ihre sozialen Netzwerke. Zu diesem Zeitpunkt erzählte Cat ihren Followern bereits, dass sie mit Hilfe von Magie Menschen von verschiedenen Krankheiten und Leiden heilen könne. Sie verdoppelte den Preis für ihre Beratungen. Während der Online-Treffen erzählte Cat ihren Kundinnen, dass sie mit einem Wesen kommunizieren könne. Christen erzählte, dass diese Wesenheit Gott sei. Atheisten, dass sie mit Vorfahren aus der Vergangenheit kommuniziere. Manchmal rief sie Kundinnen einige Tage nach der Beratung an und behauptete, sie habe Träume gehabt. Eine Stimme habe ihr gesagt, wie sie sich in dieser oder jener Situation am besten verhalten solle. Sie behauptete, dass alle, die den Ratschlägen ihrer Stimme folgten, Erfolg hätten und glücklich seien, während alle, die ihr nicht glaubten, unter schrecklichen Folgen litten. Cat und Zach zogen nach Austin, wo sie ein neues, geräumiges Haus mieteten. Zur gleichen Zeit begann Cat aktiv nach neuen Assistentinnen zu suchen. Eines Tages rief sie unter Tränen ihre Kundin, eine Brasilianerin namens Desiree, an und sagte: »Mir geht es schlecht, meine Gesundheit verschlechtert sich, ich glaube, ich werde bald sterben. Bitte komm zu mir nach Austin, ich möchte, dass du bei mir bist. Ich vertraue nur Zach und dir.« Die beiden Frauen telefonierten 2 Stunden lang. Noch am selben Tag kaufte Cat die Tickets und Desiree flog nach Austin. Danach veröffentlichte Torres einen Beitrag in den sozialen Netzwerken und erzählte, dass sie ihren Hexenclan gründen würde. Neben Desiree konnte Cat noch 2 weitere Kundinnen, Letitia und Sol, davon überzeugen, zu ihr zu ziehen. Die jungen Frauen waren zwischen 18 und 20 Jahren alt. Sobald die jungen Frauen die Schwelle des Hauses überschritten hatten, führte Torres sie in ihr sogenanntes Hexenzimmer. Dort stand ein großer Altar mit Kerzen und Ikonen. Cat kniete nieder und betete für jede Kundin, bat die Engel um Gesundheit und Wohlstand. Die junge Frau namens Soul verbirgt ihr Gesicht.
Früher arbeitete sie als Yogalehrerin. Sie kam aus Boston zu Cat. Torres versprach ihr, sie für ihre Hilfe bei der Führung des Geschäfts zu bezahlen. Sol wurde ein gutes Gehalt versprochen, aber letztendlich arbeitete sie in Cats Haus als normale Haushälterin und erhielt dafür keinen Cent. Eines Tages sagte Cat zu Sol, dass sie in einen Stripclub gehen und anfangen müsse, an der Stange zu tanzen. Cat behauptete, dass Sol dort ihren zukünftigen Ehemann treffen würde. Ihre Ehe würde lang und glücklich sein. So sagte es die Stimme. Sol willigte ein. Eine andere junge Frau, Desiree, kam aus Brasilien zu Torres. Cat erzählte ihr von ihren Erfahrungen als Escort, von Hollywood und von Partys. Sie kannte berühmte Models, die für viel Geld mit Männern Zeit verbrachten. Cat teilte Desiree mit, dass sie viel Geld für ihren Flug, ihre Unterkunft, ihre Verpflegung, Möbel und Zauberei ausgegeben habe, das nun zurückgezahlt werden müsse. Cat sagte, wenn Desiree fliehen würde, würde sie verfluchen. Torres überredete Desiree, in einem Stripclub zu arbeiten. Die junge Frau gab Cat das gesamte verdiente Geld. Desiree arbeitete jeden Tag. Sie wurde schnell zu einer beliebten Tänzerin. Sie musste sich vor den Männern vollständig entkleiden und mit ihnen kommunizieren. In 2 Wochen verdiente Desiree $9.000, nahm das ganze Geld und legte es in den Safe in ihrem Zimmer. Dort, im Safe, bewahrte sie auch ihren Pass auf. Cat sagte, dass sie ihre Papiere nicht mit sich führen sollte, damit niemand erfahre, dass sie Brasilianerin sei und sich ohne gültigen Aufenthaltsstatus in den Vereinigten Staaten aufhalte. Bald stellte Cat einen Plan für Desiree auf. Sie musste mindestens $1.000 pro Tag verdienen, sonst ließ Cat sie nicht ins Haus. Mehrmals musste Desiree auf einer Parkbank schlafen. Desiree wurde oft krank. Sie war körperlich und psychisch erschöpft. Sie fragte Cat ständig, wann sie endlich mit ernsthaften Geschäften beginnen würden. Cat winkte ab. Sie sagte, Desiree habe noch nicht das gesamte Geld zurückgezahlt, das in sie investiert worden sei. Cat behauptete, sie habe tagelang Rituale durchgeführt, damit Desiree ohne Visum in die USA einreisen konnte. Cat lebte weiterhin mit ihrem Verlobten Zach und ihren Assistentinnen, Desiree, Letitia und Sol, in einem Haus. Es galten bestimmte Regeln. Die Assistentinnen durften nicht miteinander kommunizieren. Es war ihnen verboten, ihre Zimmer ohne Cats Erlaubnis zu verlassen. Sie durften kein Nein sagen. Sie mussten alle Anweisungen von Torres befolgen. Es war ihnen verboten, jemandem von ihrem Leben in Cats Haus zu erzählen. Desiree durfte den Stripclub verlassen, musste sich aber stattdessen mit Männern treffen und gegen Bezahlung sexuelle Handlungen ausüben. Das gleiche Schicksal erwartete auch Letitia. Die erste, die aus Torres Haus fliehen konnte, war Sol. Insgesamt verbrachte sie 42 Tage bei Cat. Sie war die erste, die erkannte, in was sie sich da hineingebracht hatte. Sol gelang es, ihren Ex-Freund zu kontaktieren. Er half ihr bei der Flucht. Sol hatte große Angst, dass Cat sie finden und zur Rückkehr zwingen würde. Sie wusste, dass Torres Fotos von ihrem Reisepass und Führerschein hatte, auf denen ihre persönlichen Daten zu sehen waren. Sol wusste, dass Zach mehrere Pistolen besaß. Sie hatte Angst, dass er sie finden und ihr etwas antun könnte. Desiree und Letitia blieben weiterhin in Torres Haus. Cat erstellte Profile der jungen Frauen auf Dating-Websites und zwang sie als Escorts zu arbeiten. Sie mussten Cat jeden Tag $3.000 bringen. Den jungen Frauen war es verboten, mit ihren Eltern und Freunden zu kommunizieren. Ihre Familien wandten sich an die Polizei mit der Bitte, Desiree und Letitia zu suchen. Die Eltern wussten, dass sie weggegangen waren, um sich mit der Bloggerin Cat Torres zu treffen, doch sie waren verschwunden und hatten den Kontakt abgebrochen. Bald verbreitete sich die Nachricht vom Verschwinden der beiden jungen Frauen in ganz Amerika. Dann wandte sich Anna, Cats erste Assistentin, an die Polizei und erzählte von ihrem Leben mit Torres. Daraufhin veröffentlichte Cat auf ihrer Seite einen Beitrag mit Drohungen gegen Anna. Torres behauptete, dass sie in ihrer Mietwohnung aufgenommen habe und Anna sie betrogen habe. Cat forderte ihre Follower auf, Anna zu verurteilen und ihr wütende Kommentare zu schreiben und versprach, das Leben der Verräterin zur Hölle zu machen. Anna und Sol erstatteten Anzeige bei der Polizei. Die jungen Frauen erklärten, dass Cat sie gewaltsam in ihrem Haus festgehalten und zu unbezahlter Arbeit gezwungen habe. Nachdem Cat das Interesse der Polizei auf sich gezogen hatte,
zwang sie Desiree und Letitia, Videos aufzunehmen und diese im Internet zu veröffentlichen. Darin behaupteten die jungen Frauen, dass sie freiwillig bei Cat lebten, sie bewunderten und sie ihre Retterin nannten. Desiree und Letitia baten ihre Verwandten, nicht nach ihnen zu suchen, nicht anzurufen und keine Nachrichten zu schicken. Sie versicherten, dass sie nicht mit ihren Eltern sprechen wollten und baten darum, dass niemand sie mehr störe. Nachdem sie die Videos gesehen hatten, waren die Familien der jungen Frauen noch besorgter. Sie waren überzeugt, dass Desiree und Letitia in Gefahr waren und dringend gerettet werden mussten. Cat schrieb weiterhin Drohungen an Anna und Saul. Außerdem schrieb sie Beleidigungen an den Vater ihres Verlobten Zach. Der Mann war gegen Torres eingestellt. Sie verfluchte ihn und wünschte ihm den Tod. Cat zog zusammen mit Zach und ihrer Assistentin nach Maine, woraufhin die Polizei begann, sie zu überwachen. Eines Tages riefen die Ermittler Cat an. Zu diesem Zeitpunkt fuhr sie mit Zach, Desiree und Letitia im Auto. Cat wurde gefragt, ob sie die jungen Frauen gegen ihren Willen festhalte. Sie antwortete, natürlich nicht. Die Ermittler baten Cat, zur Polizeistation zu kommen und mit ihnen zu sprechen. Sie willigte ein. Nachdem Cat den Anruf beendet hatte, gab sie den jungen Frauen Anweisungen, was sie als nächstes tun und wie sie sich gegenüber der Polizei verhalten sollten. Sie drohte Desiree und Letitia. Cat wusste nicht, dass die jungen Frauen das Gespräch heimlich auf ihrem Handy aufzeichneten. Am nächsten Tag erschienen Cat und die jungen Frauen auf der Polizeiwache im Bundesstaat Maine. Desiree und Letitia waren sehr verschlossen und schwiegen fast die ganze Zeit. Cat erzählte von ihrem Geschäft. Sie behauptete, Desiree und Letitia seien ihre Assistentinnen. Cat war überzeugt, dass viele Menschen neidisch auf sie seien und ihr schaden wollten. Erst auf der Polizeistation wurde Desiree und Letitia klar, dass Cat sie manipuliert, zu erniedrigenden Tätigkeiten gezwungen, zum Lügen gebracht und sie vollständig von der Außenwelt isoliert hatte. Die jungen Frauen erzählten den Ermittlern schließlich die Wahrheit. Cat wurde verhaftet. Sie wurde wegen Menschenhandels, Ausbeutung durch Zwangsarbeit und Betrugs im Gesundheitswesen angeklagt. Die 33-jährige Torres wurde in ihre Heimat Brasilien abgeschoben. Cat sitzt seit November 2022 im Gefängnis. Nach ihrer Festnahme meldeten sich mehr als 20 junge Frauen, die angaben, von Cat getäuscht worden zu sein und unter dem Kontakt mit ihr gelitten zu haben. Cat Torres selbst bestritt jegliche Schuld. Sie war der Meinung, dass sie nicht im Gefängnis sitzen und neben Frauen leben sollte, die 10 bis 15 Menschen getötet hätten. Cat erzählte: Als ich die Aussagen der jungen Frauen vor Gericht hörte, verstand ich nicht, warum sie so viele Lügen erzählten. Ich konnte mich kaum zurückhalten, nicht laut loszulachen. Die Leute sagten, ich sei eine Gefahr für die Gesellschaft, ich könne ihre Gedanken kontrollieren und sie manipulieren. Aber gleichzeitig behaupteten sie, ich sei eine Betrügerin und hätte keinerlei Fähigkeiten. Das widerspricht sich doch. Ich arbeite seit 9 Jahren mit Menschen. Ich habe eine Gabe, meine Stimme, die ich höre. 14.000 Kunden haben meine Hilfe in Anspruch genommen. Unter ihnen waren Millionäre und sehr bekannte Persönlichkeiten. Aber in meinem Umfeld gab es immer Neider. Daran habe ich mich längst gewöhnt. Es gibt einfach Menschen, die ohne Talente geboren werden. Und es gibt Menschen wie mich, die in allem talentiert sind. Viele sagten, ich würde nicht schlecht singen. Ich weiß, dass ich noch berühmt werden werde. Der Ruhm wird mich einholen, egal wo ich bin. Cat behauptete, dass sie weiterhin ihre Stimme höre und alles richtig mache. Sie bestritt, dass die jungen Frauen mit ihr auf demselben Grundstück lebten und sie bestritt, dass sie in ihrem Haus arbeiteten. Einer der Beweise vor Gericht waren Geldüberweisungen, die Desiree, Letitia und Saul getätigt hatten. Sie schickten Cat ziemlich große Summen. Torres behauptete, sie habe sie lediglich gebeten, ihr Geld für ein Taxi zu schicken. Im Juli 2024 wurde Cat Torres für schuldig befunden. Die Frau wurde zu 8 Jahren Haft verurteilt. Anna erzählte, dass sie 3 Jahre lang regelmäßig einen Psychotherapeuten aufgesucht habe. Sie habe enorme Arbeit geleistet und könne nun ohne Tränen und Wutanfälle über das Geschehene sprechen. Anna sei heute ruhig, da sie wisse, dass Torres im Gefängnis sitze. Die junge Frau hoffe, dass andere Opfer ihr Schweigen brechen und sich an die Polizei wenden, um ihre Geschichten zu erzählen. Die Brasilianerin Desiree hat ein Buch über ihre schrecklichen Erfahrungen mit Cat geschrieben. Desiree gab zu, dass sie sich bis heute nicht davon erholt habe.
Sie hoffe, dass ihre Geschichte vielen als Lehre dienen werde. Kat Torres wird im Herbst 2030 aus der Haft entlassen. Zu diesem Zeitpunkt wird sie bereits 41 Jahre alt sein. Das brasilianische Gericht hat außerdem entschieden, dass der Frau bis zu ihrem Lebensende die Nutzung des Internets untersagt ist. Die Polizei warnt, dass die Popularität sozialer Netzwerke dazu geführt habe, dass sie zu einer Art Portal für Menschenhandel geworden seien. Sie hätten ein riesiges Kommunikationsnetzwerk für Betrug und Verbrechen geschaffen. Heute sei es viel einfacher geworden, Menschen zu täuschen und zu rekrutieren. Denken Sie immer daran und seien Sie vorsichtig. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Der Fall, von dem ich Ihnen heute erzählen werde, ereignete sich im fernen Jahr 1917 in Australien. Dort, an der Nordküste von Sydney, befindet sich ein großes Geschäftsviertel namens Chatswood. In diesem Viertel leben heute etwa 25.000 Menschen. Ein beliebter Erholungsort für die Stadtbewohner ist einer der ältesten Parks, der sich in der Nähe der Moray Road befindet. Dort können die Menschen den Trubel der Stadt vergessen und Zeit inmitten der malerischen Natur verbringen. Dieses Foto wurde in genau diesem Park aufgenommen, aber nicht alle Einwohner von Chatswood wissen, dass vor mehr als 100 Jahren genau an diesem Ort ein Verbrechen begangen wurde, dessen Aufklärung ganz Australien schockierte. Am 2. Oktober 1917 machte sich ein junges Paar aus Sydney zu einem romantischen Spaziergang im Park auf. Die Verliebten verbrachten eine schöne Zeit zu zweit und wollten gerade nach Hause zurückkehren, als die junge Frau plötzlich einen Damenschuh im Gebüsch entdeckte. Sie ging näher heran, schob vorsichtig die Zweige des Gebüschs beiseite und sah eine kleine Lichtung, in deren Mitte sich verkohlte menschliche Überreste befanden. Das Paar meldete den schrecklichen Fund umgehend der nächsten Polizeidienststelle. Bald darauf trafen Polizeibeamte am Tatort ein. Die gefundenen Überreste waren teilweise in der Erde vergraben. Eine Identifizierung der Person war nicht möglich, da ihr Körper durch das Feuer stark beschädigt war. In der Nähe der Überreste fanden die Ermittler eine leere Glasflasche, in der sich Kerosin befunden hatte. Medizinische Experten stellten fest, dass es sich bei der Verstorbenen höchstwahrscheinlich um eine Frau handelte. Außerdem stellten sie fest, dass sie vor 2 Tagen gestorben war. Die Experten gingen davon aus, dass sie etwa 40 Jahre alt war und eine Körpergröße von etwa 160 bis 165 Zentimetern hatte. Zunächst gingen die Polizeibeamten davon aus, dass die Frau ermordet worden war. Die Gerichtsmediziner fanden jedoch keine eindeutigen Anzeichen von Gewaltanwendung an der Leiche. Sie stellten fest, dass die Frau noch am Leben war, als die Flammen ihren Körper erfassten und dass sie an den Verbrennungen gestorben war. Die Ermittler fanden am Ort des Geschehens mehrere Gegenstände, anhand derer die Identität der Frau festgestellt werden konnte. Es handelte sich um Zahnersatz, mehrere Schmuckstücke und Schuhe, die ein ungewöhnliches Design hatten und deutliche Spuren einer kürzlich erfolgten Reparatur aufwiesen. Die Polizei befragte alle örtlichen Zahnärzte, Juweliere und Schuhmacher, konnte jedoch die Besitzerin der Gegenstände nicht ermitteln. Die Informationen über die verstorbene Frau wurden in der Zeitung veröffentlicht und die Polizei erhielt mehrere Rückmeldungen. Es fand sich ein Zeuge, der eine seltsame Frau im Park gesehen hatte. Sie war allein und verhielt sich aggressiv. Sie war unhöflich und beschimpfte Passanten. Die Polizei kam zu dem Schluss, dass diese Frau sich möglicherweise selbst aus dem Leben geschieden hatte. Schließlich wurden die verkohlten Überreste im Herbst 1917 in einem Sarg mit der Aufschrift »Leiche einer unbekannten Frau« auf dem Rockwood-Friedhof in Sydney beigesetzt. Die Ermittlungen kamen zum Stillstand und wurden nach einigen Monaten zu den Akten gelegt. Der Fall geriet allmählich in Vergessenheit. Aber kehren wir zu jenem schrecklichen Tag zurück, dem 2. Oktober 1917, als die Überreste einer unbekannten Frau im Park gefunden wurden. An diesem Tag kehrte der 15-jährige Harry Burkett von einer Reise nach Hause zurück. Der Stiefvater des Jungen, der 42-jährige Harry Leo Crawford, setzte sich mit ihm an den Tisch und sagte: »Deine Mutter hat sich in einen anderen Mann verliebt und beschlossen, uns zu verlassen. Sie hat darum gebeten, nicht nach ihr zu suchen, da sie höchstwahrscheinlich nach England gehen wird. Aber mach dir keine Sorgen.
Ich werde mich um dich kümmern. Harry Jr. vermisste seine Mutter sehr. Die Frau hieß Annie Crawford. Der Junge konnte einfach nicht verstehen, warum sie ihn verlassen hatte, weggegangen war und sich nicht einmal verabschiedet hatte. Es überraschte ihn nicht, dass seine Mutter seinen Stiefvater verlassen hatte. Schließlich hatten sie sich in letzter Zeit oft gestritten und alles deutete auf eine Scheidung hin. Aber der Sohn stand seiner Mutter immer sehr nahe und ihr plötzliches Verschwinden war für ihn äußerst verdächtig. Harry Jr. wartete darauf, dass seine Mutter ihm einen Brief schreiben und sich irgendwie bei ihm melden würde. Doch die Zeit verging und er erhielt keine Nachricht von ihr. Da machte sich der junge Harry Burkett selbst aktiv auf die Suche nach seiner leiblichen Mutter. Zuerst besuchte er alle Freunde und Verwandten von Annie in Australien, dann begann er, Briefe an Verwandte in England zu schreiben. Aber keiner von ihnen hatte etwas von der Frau gehört. Sie schien wie vom Erdboden verschwunden zu sein. Eines Tages schlug Harry Senior seinem Stiefsohn vor, in einen anderen Stadtteil zu ziehen, aber der Junge lehnte ab. Er hatte Angst, dass seine Mutter ihn nicht mehr finden würde, wenn sie plötzlich zurückkehrte. Der Stiefvater zog alleine um. Ihre Wege trennten sich. Im Juni 1920, 3 Jahre nach Annies Verschwinden, wandte sich der mittlerweile 18-jährige Harry Burkett an die Polizei und meldete seine Mutter als vermisst. Er kam zusammen mit seiner Tante, Annies leiblicher Schwester, und berichtete vom seltsamen Verhalten seines Stiefvaters, Harry Crawford. Harry Jr. erklärte, dass er seine Mutter Ende September 1917 zum letzten Mal gesehen habe. Eine Woche nach ihrem Verschwinden habe sein Stiefvater ihn zum Big Rock am Rand von Sydney mitgenommen. Dieser Felsen hatte einen schlechten Ruf. Oft kamen Menschen dorthin, um sich aus dem Leben zu scheiden. Der Stiefvater warf Steine von der Klippe und versuchte auf jede erdenkliche Weise, den Jungen an den Abgrund zu locken, doch Harry Jr. wagte sich nicht an den Rand, da er große Höhenangst hatte. Der zweite seltsame Vorfall ereignete sich eine Woche später. Nachts brachte Harry Senior seinen Stiefsohn an einen unbekannten Ort, führte ihn in die Büsche und befahl ihm, ein Loch zu graben. Der Junge widersprach dem erwachsenen Mann nicht, nahm eine Schaufel und grub die Erde um. Dabei sagte der Stiefvater nicht, wozu er das brauchte. 2 Stunden vergingen, dann fuhren sie schweigend nach Hause. Der dritte Vorfall ereignete sich einige Wochen später. Harry Crawford brachte eine Zeitung mit nach Hause, und da er Analphabet war, bat er seinen Stiefsohn, ihm die Kriminalberichte vorzulesen. Besonders interessierte ihn ein mysteriöser Mord in einem Park in der Gegend von Chatswood. Am meisten beschäftigte seinen Stiefvater die Frage, ob die Polizei den Täter gefunden hatte. Glücklicherweise hatten die Ermittler die Beweise im Zusammenhang mit dem Mord an einer unbekannten Frau, die am 2. Oktober 1917 gefunden worden war, aufbewahrt. Darunter befanden sich Zahnersatz, Schuhe und einige Schmuckstücke. Als der junge Harry sie sah, erkannte er sofort, dass es sich um die Sachen seiner Mutter handelte. Er erinnerte sich sogar daran, wie sein Stiefvater vor ihrem Verschwinden die Sohlen ihrer Schuhe repariert hatte. Der 45-jährige Harry Crawford wurde daraufhin zum Hauptverdächtigen im Mordfall seiner Frau Annie Crawford. Die Polizei ging außerdem davon aus, dass er mindestens 2-mal versucht hatte, seinen Stiefsohn zu töten, dies jedoch nicht geschafft hatte. Die Polizei fand Harry Crawford zunächst nicht. Zu diesem Zeitpunkt lebte er im Haus seiner zweiten Frau Elizabeth. Sie waren bereits seit 9 Monaten verheiratet. Als die Polizei kam, um den Mann festzunehmen, bat er darum, bis zum Prozess in einem Frauengefängnis untergebracht zu werden. Harrys Bitte klang absurd und wurde abgelehnt. Daraufhin enthüllte Crawford das größte Geheimnis seines Lebens, dass er in Wirklichkeit eine Frau war und sein richtiger Name Eugenia Faleni lautete. Eugenia Faleni wurde am 25. Juli 1875 in der Nähe der italienischen Stadt Livorno geboren. Ihre Familie lebte in Armut. Ihr Vater arbeitete als Fuhrmann, ihre Mutter als Schneiderin. 2 Jahre später bekam Eugenia eine Schwester und kurz darauf wanderten ihre Eltern auf der Suche nach einem besseren Leben nach Neuseeland aus. Sie nahmen nur die ältere Eugenia und die Großmutter mit, während sie ihre jüngste neugeborene Tochter in Italien zurückließen. Die Familie Faleni ließ sich in Wellington nieder. Dort wurden Eugenia zahlreiche jüngere Geschwister geboren. Es ist bekannt, dass 3 Kinder noch im Säuglingsalter starben.
Die Eltern erwarteten, dass ihre älteste Tochter bei der Erziehung ihrer jüngeren Geschwister helfen würde, doch Eugenia weigerte sich, dies zu tun, sodass die gesamte Verantwortung für die Kinder auf den Schultern ihrer Mutter und Großmutter lastete. Eugenia verbrachte die meiste Zeit in den Stallungen, die dem neuen Ehemann ihrer Großmutter gehörten. Dort kümmerte sie sich um die Pferde. Dort schwänzte sie die Schule und lernte weder lesen noch schreiben. Eugenia entwickelte sich zu einem regelrechten Wildfang. Ihre Stimme wurde rauer. Sie spielte lieber mit Jungen, hatte keine Freundinnen und interessierte sich überhaupt nicht für Puppen oder Kleider. Neben der Arbeit im Stall half Eugenia oft ihrem Vater, der mal als Fuhrmann, mal als Fischer arbeitete. Das Mädchen schnitt sich die Haare kurz und begann Männerkleidung zu tragen, denn so konnte sie viel bequemer arbeiten. Es ist bekannt, dass Eugenia als Teenager in einer Ziegelei arbeitete. Sie war wie ein Junge gekleidet, aber alle wussten, dass sie ein Mädchen war und junge Männer schenkten ihr Aufmerksamkeit. Eugenia wurde älter und hatte immer häufiger Konflikte mit ihrem leiblichen Vater. Der Mann akzeptierte das Erscheinungsbild seiner ältesten Tochter nicht. Er bat sie, sanfter zu sein und feminine Kleidung zu tragen, doch das Mädchen wehrte sich dagegen. Auch ihre Mutter stand auf der Seite ihres Vaters. Die einzige Person, die Eugenia immer unterstützte und akzeptierte, war ihre Großmutter. Nur ihre Großmutter verzichtete darauf, das Aussehen ihrer Enkelin verändern zu wollen. Und diese emotionale Unterstützung blieb Eugenia für immer wichtig. Im September 1894, als sie 19 Jahre alt war, zwang ihr Vater sie in der Hoffnung, sie werde sich ändern und normal werden, einen ihr zuvor unbekannten Mann namens Russell Innocent zu heiraten. Eugenia war entsetzt, konnte sich jedoch nicht gegen ihren Vater auflehnen. Am 14. September fand die Hochzeit statt. Nach der Hochzeit zogen die Frischvermählten nach Auckland und bereits nach nur 2 Wochen stellte sich heraus, dass ihr Ehemann bereits eine Frau und 2 Kinder hatte. Als Eugenia davon erfuhr, floh sie vor ihm und kehrte nach Wellington zurück. Sie hatte jedoch kein Verlangen, im Haus ihrer Eltern zu leben und begann den Kontakt zu ihrer Familie zu meiden. Ein Jahr später, 1895, fand die 20-jährige Eugenia, die sich nun Eugene Faleni nannte, eine Anstellung als Schiffsjunge auf einem Transportschiff, das zwischen Neuseeland und Australien verkehrte. Sie band sich die Brust mit einem festen Tuch ab und verbarg vor den Seeleuten, dass sie eine Frau war. Mehr als 2 Jahre lang gelang es ihr, dieses Geheimnis zu bewahren, bis sie eines Tages einen folgenschweren Fehler beging. Während eines betrunkenen Gesprächs mit dem Kapitän des Schiffes verriet Eugene, dass seine Großmutter ihn als Kind Piccolino genannt hatte. Piccolino ist die weibliche Form des Wortes Piccolo und bedeutet klein. Der Kapitän begriff, dass Eugene etwas Entscheidendes über sich verbarg. Einige Tage später lud der ältere Mann den Schiffsjungen in seine Kabine ein, um seine Zweifel zu klären. Am Ende gestand Eugene, dass sie eine Frau war. Bald wusste die gesamte Besatzung davon. Die Seeleute akzeptierten Eugenia nicht. Sie ignorierten sie, verspotteten sie und der Kapitän nutzte sie mehrfach für seine sexuellen Zwecke aus. Schließlich wurde die 23-jährige Frau im Jahr 1898 im nächsten Hafen, dem australischen Newcastle in New South Wales, von Bord gebracht. Dort befand sich Eugenia in einer noch schwierigeren Lage. Sie hatte weder Geld noch eine Unterkunft und war zudem vom Kapitän schwanger. Eugenia gelangte nach Sydney. Sie kehrte vorübergehend zu ihrem früheren Leben als Frau zurück und brachte nach 9 Monaten eine Tochter zur Welt, die sie Josephine nannte. Unmittelbar nach der Geburt gab Eugenia das Baby an eine kinderlose italienische Familie gleichen Alters ab, die in einem Vorort von Sydney lebte. Mrs. De Angelis nahm Josephine wie ihr eigenes Kind auf. Eugenia selbst beschloss, erneut in die Rolle eines Mannes zu schlüpfen und nahm einen neuen Namen an: Harry Leo Crawford. Harry gab sich als gebürtiger Schotte aus. 2- bis 3-mal im Jahr besuchte er seine Tochter in männlicher Gestalt. Die erwachsene Josephine erinnerte sich später: Ich nannte Mrs. De Angelis Großmutter. Und wenn ich sie fragte, was mit meinen Eltern passiert sei, sagte sie, dass meine Mutter Harry Crawford sei und mein Vater ein Hochseeschiffskapitän. Harry Crawford lebte in Sydney. Er verrichtete schwere Männerarbeit, in einer Gummifabrik, in einem Schlachthaus und in einer Fleischerei. Er blieb nie lange an einem Ort
und versuchte, sich nicht mit Frauen anzufreunden, aus Angst, sie könnten sein Geheimnis entdecken. Wenn man diesen kräftigen Mann sah, hätte niemand vermutet, dass er in Wirklichkeit eine Frau war. Seine Brutalität wurde noch dadurch verstärkt, dass Harry enorme Mengen Alkohol vertrug. Wenn in der örtlichen Bar fast niemand mehr auf den Beinen war, galt das für Crawford lediglich als Aufwärmen. Im Jahr 1912 wurde der 37-jährige Harry als Kutscher bei Dr. Clark Wentz angestellt. Bei dieser Arbeit lernte er eine attraktive Haushälterin namens Annie Burkett kennen. Zu diesem Zeitpunkt war die Frau 28 Jahre alt. 2 Jahre zuvor war ihr Mann gestorben und sie war mit ihrem 10-jährigen Sohn allein zurückgeblieben. Harry Leo Crawford beschloss, sich an die Witwe heranzumachen, obwohl sie ein paar Zentimeter größer war als er. Der Mann war sehr hartnäckig und bald erwiderte Annie seine Zuneigung. Einige Monate später zogen Harry Leo Crawford, Annie und ihr Sohn in den Vorort Balmain von Sydney. Dort eröffnete Annie mit dem Geld, das sie von ihrem verstorbenen Ehemann geerbt hatte, eine eigene Konditorei. Ein Jahr später, am 19. Februar 1913, heirateten Harry Leo Crawford und Annie im methodistischen Pfarrhaus im Zentrum von Balmain. Die Frau nahm den Nachnamen ihres Mannes an, Crawford. Kurz nach der Hochzeit zogen die frisch Vermählten erneut um. Diesmal ließen sie sich im Vorort Drummoyne nieder, wo Harry Leo Crawford eine Stelle in einem Hotel annahm und gelegentlich in einer Fabrik aushilfsweise arbeitete. Die Familie führte ein normales Leben. Wie Harry Leo Crawford später selbst behauptete, seien sie in den ersten Jahren wirklich glücklich gewesen. Annie ahnte nichts von dem Geheimnis ihres Mannes und sicherlich interessiert viele die Frage, wie Harry Leo Crawford seine Frau in Bezug auf die Intimität täuschte. Erstens fand ihre Nähe stets in völliger Dunkelheit statt. Annie sah ihren Mann nie nackt bei Licht. Zweitens benutzte er ein spezielles Hilfsmittel, um seine Frau zu befriedigen. Harry Leo Crawford fertigte selbst einen Gegenstand in Form eines Phallus aus Holz und Leder an. Es ist bekannt, dass Harry Leo Crawford seine Frau dabei mit beiden Händen berührte. Crawfords Leben wurde auf den Kopf gestellt, als im Jahr 1915 seine Tochter Josephine zu ihm zog. Die Italienerin, die das Mädchen großgezogen hatte, war gestorben und die 16-jährige Josephine war gezwungen, zu Harry Leo Crawford zurückzukehren. Das Mädchen wusste, dass Harry Leo Crawford ihre Mutter war, doch er bat sie eindringlich, darüber zu schweigen und niemandem die Wahrheit zu erzählen. Josephine erschreckte ihren Elternteil immer wieder und deutete Annie gegenüber an, dass sie ein Geheimnis kenne. Nachdem Josephine zu den Crawfords gezogen war, verschlechterte sich die Beziehung zwischen Harry Leo Crawford und Annie. Das Ehepaar stritt sich ständig. Der Mann verbrachte viel Zeit in Bars und kam betrunken nach Hause. Die Zeit verging und im Sommer 1917 erzählte Josephine schließlich ihrer Nachbarin, dass Harry Leo Crawford eine Frau sei. Das war ein großer Schock. Nach einiger Zeit erzählte die Nachbarin Annie alles. Annie konnte es zunächst nicht glauben. Sie beschloss, ernsthaft mit Harry Leo Crawford zu sprechen und bat ihn, sich vor ihr auszuziehen. Der Mann tat dies nicht, erklärte Annie jedoch, dass er als Frau geboren worden sei. Später gestand Harry Leo Crawford vor Gericht: Ich dachte, wenn ich ihr die Wahrheit sage, würde sie mich verstehen und alles würde wie zuvor weitergehen. Aber das war der größte Fehler. Annie war so schockiert, dass ich es nicht in Worte fassen kann. In den folgenden Tagen versuchte Annie, das Gehörte zu verarbeiten. Doch so sehr sie sich auch bemühte, sich damit abzufinden, kehrte die Wahrheit immer wieder schmerzhaft zurück. Die Frau beschloss, dass sie nicht länger mit ihm zusammenleben konnte. Nach vielen Streitereien und Wutausbrüchen sagte Annie ihrem Mann, dass sie sich von ihm trennen wolle. Harry Leo Crawford versuchte immer wieder, seine Frau umzustimmen. Einmal schrie Annie in ihrer Verzweiflung, dass sie die Wahrheit der Polizei erzählen würde und dass Harry Leo Crawford verhaftet werden würde. Einen Monat vor ihrem Verschwinden schrieb Annie einen seltsamen Brief an ihre Verwandten, in dem sie erklärte, dass sie schockierende Neuigkeiten über ihren Mann erfahren habe und ihnen bald die Wahrheit erzählen werde. Doch dazu kam es nicht mehr. Nach Ansicht der Polizei konnte Harry Leo Crawford dieses Risiko nicht eingehen und beschloss, seine Frau für immer zum Schweigen zu bringen.
Am 1. Oktober 1917 lud er Annie zu einem Picknick im Park ein, suchte sich einen abgelegenen Ort aus und führte seinen schrecklichen Plan aus. So gelang es Harry Leo Crawford, das Geheimnis zu bewahren, das er mehr als 20 Jahre lang sorgfältig verborgen hatte. Er blieb nach außen hin weiterhin ein Mann, arbeitete weiter und zog seinen Stiefsohn Harry Burkett allein groß. Der Mann war überzeugt, dass er sich nie wieder verlieben würde, doch das Schicksal entschied anders. 2 Jahre später, im Jahr 1919, lernte der 44-jährige Harry Leo Crawford die 51-jährige Elizabeth Allison kennen und beschloss, einen Neuanfang zu wagen. Harry erzählte seiner neuen Gefährtin, dass er aus Schottland stamme und eine Ausbildung zum Maschinenbauingenieur absolviert habe. Bald darauf fand die Hochzeit mit Elizabeth statt und das Paar zog in das Haus der Frau. Ihre Ehe war, wie die Nachbarn sagten, sehr glücklich, aber sehr kurz. 9 Monate später wurde Harry Leo Crawford direkt an seinem Arbeitsplatz im Keller eines Hotels verhaftet, als er Flaschen mit Rum sortierte. Als die australische Öffentlichkeit von dieser unerwarteten Wendung in dem Fall erfuhr, griffen Journalisten die Geschichte von Eugenia Faleni begeistert auf. Die einen nannten sie ein Monster, andere verspotteten sie, wieder andere verteidigten sie und sagten, die Frau sei ein Opfer der Umstände geworden. Als Eugenia zum ersten Mal in den Gerichtssaal gebracht wurde, wurde sie von einer so großen Menschenmenge empfangen, dass es zu einem Gedränge kam. Alle wollten mit eigenen Augen die sogenannte Frau-Mann-Figur sehen, wie sie von den Journalisten bezeichnet wurde. Noch mehr beeindruckte die Anwesenden jedoch Eugenia in Frauenkleidung. Einem Reporter zufolge habe die Angeklagte so unbeholfen gewirkt, dass ihm sofort klar geworden sei, warum sie zuvor einen männlichen Lebensstil gewählt hatte. Insgesamt sah die 45-jährige Eugenia deutlich älter aus, als sie tatsächlich war. Der Grund dafür war höchstwahrscheinlich ihre Alkoholabhängigkeit sowie jahrelange schwere körperliche Arbeit. Eugenia verbrachte mehrere Monate im Gefängnis von Long Bay, bevor der Prozess begann. Während dieser Zeit saß sie in einer Zelle und ständig kamen Menschen, die sie sehen wollten, als wäre sie ein Ausstellungsstück. Viele Besucher lachten sie aus, nannten sie hässlich und zeigten keinerlei Mitgefühl. Auch Eugenias Verwandte unterstützten sie nicht und vermieden es, über die sogenannte Frau-Mann-Affäre zu sprechen. Der Prozess gegen Eugenia begann im Oktober 1920. Nach ihren eigenen Angaben unternahmen sie und Annie am 28. September 1917 einen Ausflug in den Park. Irgendwann sei es zwischen den Eheleuten zu einem Streit gekommen. Annie sei ausgerutscht, gestürzt, habe sich den Kopf an einem Stein angeschlagen und das Bewusstsein verloren. Eugenia sagte aus, sie habe versucht, Annie wieder zu sich zu bringen, doch ohne Erfolg. Sie habe geglaubt, ihre Frau sei tot. Aus Angst habe sie sich nicht an die Polizei gewandt, da sie befürchtete, man würde ihr nicht glauben. Am meisten fürchtete Eugenia jedoch, dass die Polizei ihr wahres Geschlecht entdecken würde. Deshalb habe sie beschlossen, Annie zu verbrennen, in der Hoffnung, dass niemand sie jemals finden würde. Laut Eugenia habe sie nicht gewusst, dass ihre Frau zu diesem Zeitpunkt noch lebte. Sie bestritt außerdem, versucht zu haben, Harry Jr. zu töten. Nachbarn der Familie Crawford sagten vor Gericht aus, dass Annie häufig mit ihrem Mann gestritten habe, unter anderem wegen seines regelmäßigen Alkoholkonsums. Vor Gericht sagte außerdem eine Frau aus, die Harry Leo Crawford nach Annies Tod ein Zimmer vermietet hatte. Er habe ihr erzählt, dass seine Frau ihn verlassen habe und hinzugefügt, wir hatten einen heftigen Streit. Ich habe ihr auf den Kopf geschlagen und sie ist gestorben. Auch die Tochter Josephine sagte gegen Eugenia aus. Sie berichtete, dass ihre Mutter sie verlassen habe und sie nur selten besucht habe und dass ihre Großmutter, Mrs. de Angelis, ihr erzählt habe, Eugenia habe versucht, Josephine zu würgen, als sie noch ein kleines Kind gewesen sei. Die zweite Ehefrau der Angeklagten, Elizabeth Allison, wusste nicht, dass ihr Mann Harry Leo Crawford in Wirklichkeit eine Frau war. Sie zeigte sich schockiert und wütend, lobte Eugenia jedoch vor Gericht und erklärte, er sei ein sehr erfahrener und ausdauernder Liebhaber gewesen. Elizabeth hatte ihren Mann niemals vollständig nackt gesehen. Es gab keine direkten Beweise für die Schuld von Eugenia Faleni. Annies Überreste wurden exhumiert und erneut untersucht. Doch wie bereits zuvor kamen die Sachverständigen zu dem Schluss,
dass die Todesursache Verbrennungen gewesen seien, da die Haut zahlreiche Brandblasen aufgewiesen habe. Die Experten konnten nicht feststellen, ob Annie bei Bewusstsein gewesen war oder nicht. Außerdem fanden sie kleine Risse im Schädel, die höchstwahrscheinlich durch Hitze entstanden seien, jedoch auch auf Gewalteinwirkung hindeuten könnten. Nach der Exhumierung und den Untersuchungen wurden Annies sterbliche Überreste ihrer Familie übergeben. Die Frau wurde in Orna, einem südlichen Vorort von Sydney, beigesetzt. Die ganze Härte des Gesetzes traf Eugenia Faleni und auch die massive mediale Berichterstattung wirkte sich nachteilig auf die Geschworenen aus. Nach 3 Wochen Gerichtsverhandlung befanden die Geschworenen die Angeklagte für schuldig und der Richter verurteilte sie zur höchsten Strafe: zum Tode. Die Frau legte mehrere Berufungen ein, woraufhin das Gericht das Urteil schließlich in lebenslange Haft umwandelte. Und nach 11 Jahren, im Februar 1931, wurde Eugene schließlich für unschuldig erklärt, mit der Begründung, dass es keine zuverlässigen Beweise gegen Faleni gab. Der Richter berücksichtigte auch die Tatsache, dass die Frau bereits alt war und gesundheitliche Probleme hatte. Eugenia Faleni wurde unter einer Bedingung freigelassen. Sie musste wie eine normale Frau leben und durfte sich niemals als Mann ausgeben. Ihr blieb nichts anderes übrig, als zuzustimmen. Zu ihrem großen Bedauern gelang es Eugenia nicht, sich mit ihrer Tochter Josephine wieder zu vereinen, da diese während ihrer Haftzeit an Tuberkulose gestorben war. Harry Burkett wurde Lehrer und begegnete seinem Stiefvater nie wieder. Nach ihrer Freilassung änderte Eugenia ihren Namen in Jean Fort und lebte weiterhin in Sydney. Im Alter von 56 Jahren kaufte sie eine Pension und wurde deren Verwalterin. Es ist nicht genau bekannt, woher sie das Geld für diesen teuren Kauf hatte. Einer Version zufolge handelte es sich um eine Entschädigung des Staates für die 11 Jahre, die die Frau im Gefängnis verbracht hatte. Offizielle Stellen haben diese Information jedoch nie bestätigt, weshalb unklar bleibt, inwieweit sie der Wahrheit entspricht. Eugenia lebte noch 7 Jahre in Freiheit, bis sie im Sommer 1938 bei einem Unfall ums Leben kam. Sie wurde von einem Auto angefahren. Die Frau wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, starb jedoch am nächsten Tag, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Übrigens konnte die 62-jährige Eugenia zunächst nicht identifiziert werden. Ihre Identität ließ sich erst anhand ihrer Fingerabdrücke feststellen. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte sie eine große Geldsumme bei sich, die sie offenbar aus dem Verkauf der Pension erhalten hatte. Das Interesse an Eugenias Fall ließ nie nach. Ärztinnen und Ärzte, Psychiater, Historiker, Journalisten und Feministinnen versuchten, ihre Persönlichkeit zu verstehen. Sie wurde als sexuell uneindeutig, homosexuell oder abweichend beschrieben. Am zutreffendsten erscheint jedoch die Annahme, dass Eugenia transgender war. Nach ihrem Tod stellten Pathologen fest, dass die Frau kein Hermaphrodit war und über vollständig entwickelte weibliche Geschlechtsorgane verfügte. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Der Millionär Dino Guglielmelli und das Model Monica Olsen waren ein auffälliges, schönes und extravagantes Paar. Sie passten harmonisch zusammen und waren vom Temperament her ideal füreinander geeignet. Die Ehe von Dino und Monica dauerte 9 Jahre. Ihre Gefühle erloschen und das Ehepaar traf eine wichtige Entscheidung, sich scheiden zu lassen. Diese Geschichte zeigt anschaulich, wozu Menschen bereit sind, um viel Geld zu verdienen. Es ist eine Geschichte über menschliche Gier und Grausamkeit. Monica Olsen wurde im Jahr 1981 in einer kleinen Provinzstadt in Kanada geboren. Ihre Familie war anständig und gebildet. Von klein auf träumte Monica davon, Model zu werden. Als Teenager besuchte sie regelmäßig Castings, drehte Werbespots und nahm an Modenschauen teil. Das Mädchen war sehr fotogen und attraktiv. Monica war nicht nur schön, sondern auch intelligent. Es ist bekannt, dass sie einen Masterabschluss in internationaler Finanzwirtschaft erworben hatte und 7 Sprachen sprach. Monica arbeitete hart, um im Modelgeschäft erfolgreich zu sein. Sie zog zunächst nach New York und ließ sich dann in Los Angeles nieder, um sich als Schauspielerin zu versuchen. Anfang der 2000er Jahre spielte sie eine kleine Nebenrolle in dem Film Chick,
wo sie Rachel McAdams kennenlernte. Im Sommer 2003 traf die 22-jährige Monica Olson in Los Angeles den 42-jährigen Millionär Dino Guglielmelli. Der Mann war von der Schönheit des Models fasziniert und wollte eine ernsthafte Beziehung mit ihr eingehen. Dino Guglielmelli wurde im Jahr 1961 im Bundesstaat Washington geboren. Er wuchs in einer großen und harmonischen Familie auf. Es ist bekannt, dass Dino 6 Brüder und Schwestern hatte. Er wurde zur Arbeit erzogen, da er seinen Eltern von klein auf dem Familienbauernhof half. Dino interessierte sich für Musik und träumte davon, eine eigene Rockband zu gründen. Er brach sein Studium ab und zog nach Los Angeles, um ein echter Rockstar zu werden. Allerdings brachte die Musik kein großes Einkommen ein. Mit 20 Jahren begann Dino als Reinigungskraft in einer Abfallverwertungsanlage zu arbeiten. Nach 3 Jahren stieg er zum Büroleiter auf, nach weiteren 7 Jahren zum Geschäftsführer. In seiner Freizeit studierte Dino Betriebswirtschaft und wollte etwas Eigenes aufbauen. Mit 30 Jahren gründete er seine eigene Firma für die Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln und Biokosmetik. Dino erzählte seinen Freunden, dass jeder Mensch so lange wie möglich leben und dabei gut aussehen möchte. Der junge Unternehmer zweifelte nicht daran, dass sein Unternehmen erfolgreich sein würde. Und so kam es auch. Guglielmellis Geschäftsidee wurde populär. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere besaß Dino 4 Fabriken mit etwa 300 Mitarbeitern. Der Mann verdiente etwa $48 Millionen pro Jahr. Er kaufte teure Immobilien und Autos und lebte in Reichtum und Luxus. Dino war zuvor verheiratet und zog einen Sohn und eine Tochter groß, doch die Ehe mit seiner ersten Frau zerbrach. Mit 42 Jahren traf der Millionär Monica und verliebte sich auf den ersten Blick in das Model. Er umwarb sie, verwöhnte sie und machte ihr Geschenke. 6 Monate nach ihrem Kennenlernen flogen Dino und Monica nach Italien. Dort machte der Mann der Frau unerwartet einen Heiratsantrag. Trotz des großen Altersunterschieds willigte die junge Frau ein, den Millionär zu heiraten. Im Jahr 2004 feierten sie eine prunkvolle, luxuriöse Hochzeit in New York. Braut und Bräutigam strahlten vor Glück. Dinos Verwandte waren jedoch der Meinung, dass Monica nur wegen seines Geldes mit ihm zusammen war und eine echte Goldgräberin sei. Nach der Hochzeit zogen Dino und Monica in die schicke Villa des Millionärs in Valencia, Kalifornien. Die Wohnfläche ihres Hauses betrug 650 Quadratmeter. Im Inneren befanden sich 6 Schlafzimmer, eine riesige Küche, ein Wohnzimmer und ein geräumiges Kinderzimmer. Die Grundstücksfläche betrug etwas mehr als 1 Hektar. Im Außenbereich gab es einen Meerwasserpool, außerdem befanden sich auf dem angrenzenden Gelände ein kleines Sparzentrum und ein separates Gästehaus. Anfangs war das Eheleben der Guglielmellis wirklich glücklich. Die älteren Kinder von Dino lebten mit ihnen zusammen. Der Mann baute sein Geschäft weiter aus, Monica arbeitete weiterhin als Model. Als sie 2005 schwanger wurde, gab sie ihre Karriere vorübergehend auf. Bald darauf kam die Tochter Wendella zur Welt. 2 Jahre später wurde die zweite Tochter, Sienna, geboren. Monica widmete sich ganz der Mutterschaft, doch nach einigen Jahren wurde ihr klar, dass die Familie nicht das war, dem sie ihr ganzes Leben widmen wollte. Im Jahr 2008 brachte Monica mit der Unterstützung ihres Mannes ihre eigene Biokosmetiklinie namens Skin by Monica Olson auf den Markt. Darüber hinaus nahm sie ihre Arbeit als Model und Schauspielerin nach und nach wieder auf und stellte eine Nanny ein, die fast rund um die Uhr mit Wendella und Sienna in ihrem luxuriösen Haus lebte. Bis 2011 ging Monicas Karriere steil bergauf. Das Model war ständig bei Dreharbeiten unterwegs, oft in Hollywood, flog nach New York und Mailand. Sie arbeitete für renommierte Designer. Manchmal kam das Model spät abends nach Hause, wenn ihre Töchter schon schliefen, und fuhr früh am Morgen wieder zu Dreharbeiten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Monicas Kosmetiklinie enorme Popularität erlangt. 2 große Handelsketten hatten sich bereit erklärt, mit dem Model zusammenzuarbeiten und stellten in ihren Geschäften Stände mit ihren Kosmetikprodukten auf. Monicas Freundin gab zu, dass die junge Frau finanziell unabhängiger werden und nicht mehr vom Geld ihres millionenschweren Mannes abhängig sein wollte. Dino sah, dass die Popularität seiner Frau wuchs. Der Mann war wütend, dass Monica bei der Arbeit verschwand, unabhängiger und freier wurde. Er wollte, dass seine Frau zu Hause blieb, Kinder bekam
und sich ausschließlich um die Familie kümmerte. Dinos älterer Bruder erzählte, dass er 6 Monate lang mit Dino und Monika in einem Haus gelebt habe. Er gab zu, dass er sofort Probleme in der Beziehung zwischen den Eheleuten bemerkt habe. Nach den Worten des Bruders waren sowohl Dino als auch Monika starke Persönlichkeiten und wollten sich gegenseitig nicht nachgeben. Dino wollte nicht, dass seine Frau an freizügigen Fotoshootings teilnahm. Er hatte Angst, die Kontrolle über Monika zu verlieren und begann, ihr gegenüber aggressiv zu werden. Er wurde herrischer und begann, sich an seiner Frau zu rächen. Als Eigentümer des Unternehmens kündigte Dino die Verträge mit den Geschäften, mit denen Monika zusammenarbeitete und denen sie ihre Biokosmetik lieferte. Er sorgte dafür, dass die Produkte schlicht nicht mehr in die Läden gelangten. Dino entließ Mitarbeiter. Mit eigenen Händen begann er, sein eigenes Geschäft zu zerstören. Dino verschwand immer häufiger in Clubs und verwirklichte schließlich seinen lang gehegten Kindheitstraum. Mit 50 Jahren gründete der Mann seine eigene Rockband, in der er als Leadsänger auftrat. Er färbte sich die Haare schwarz und lackierte sich die Nägel. Dino sagte Monika, dass er sich damit selbst verwirkliche und man davor keine Angst haben müsse. Doch seine Frau erschreckte das neue Erscheinungsbild ihres Mannes dennoch. Monika gestand ihren Freundinnen, dass ihr Mann sich wie ein Verrückter benehme. Eines Tages entließ Dino die Nanny, die seine Töchter sehr liebten. Dem Mann gefiel es nicht, dass die Nanny eng mit Monika zusammenarbeitete und ihr zu nahe stand. Ende 2011 war die Beziehung zwischen Dino und Monika praktisch am Ende. Die Eheleute stritten sich ständig und konnten nicht mehr unter einem Dach leben. Dino reichte die Scheidung ein. Der Mann zog in das Gästehaus auf dem Gelände seines luxuriösen Anwesens, da er so wenig Kontakt wie möglich zu seiner noch rechtmäßigen Ehefrau haben wollte. Es ist bekannt, dass Dino zu dieser Zeit begann, sich mit verschiedenen Frauen zu treffen. Ohne die offizielle Scheidung abzuwarten, nahm der Millionär mehrere Geliebte und machte keinen Hehl aus seinen Seitensprüngen. Zur gleichen Zeit wandte sich Dino an seinen Freund, den 46-jährigen Richard Furman, und teilte ihm mit, dass er Monika so schnell wie möglich loswerden wolle. Dino und Rick waren Geschäftspartner. Furman war früher beim Militär und verfügte über entsprechende Kontakte. Er und Dino belieferten gemeinsam das Militär mit Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln. Die beiden Männer waren befreundet und vertrauten einander. Dino beklagte sich bei seinem Freund, dass seine Frau mit verschiedenen Männern und Frauen geschlafen habe. Er sagte, Monika sei eine schlechte Mutter, trinke viel und nehme illegale Substanzen. Der Millionär gestand Rick, dass er Angst habe, sein Vermögen und das Sorgerecht für seine Töchter zu verlieren. Dino wollte Monika keine Unterhaltszahlungen in Höhe von $55.000 pro Monat leisten. Dino gab Rick eine Kopie der Schlüssel von Monikas Auto sowie Informationen darüber, wo sich seine Frau aufhielt. Er bat seinen Freund, illegale Substanzen in Monikas Auto zu platzieren und anschließend die Polizei zu verständigen. Er wollte, dass die Frau verhaftet und in ihre Heimat Kanada abgeschoben würde. Bald darauf reichte Dino Unterlagen ein, aus denen hervorging, dass sein Unternehmen sich in finanziellen Schwierigkeiten befinde. Der Unterhalt wurde auf $25.000 pro Monat gesenkt. Dino traf sich mit einem Scheidungsanwalt, der ihm riet, seine Frau in Ruhe zu lassen. Der Anwalt erklärte, dass Dino den Prozess ohnehin verlieren würde und es sich nicht lohne, weiter gegen Monika zu kämpfen. Er empfahl ihm, den Unterhalt einfach zu zahlen und sein Leben weiterzuführen. Der Millionär war wütend. Er wollte nicht gegen seine Frau verlieren, er wollte ihr seine Töchter nicht überlassen, er wollte sein Geschäft nicht mit ihr teilen. Dino bat seinen Freund erneut, ihm zu helfen, Monika loszuwerden. Eines Tages traf sich Dino mit Rick Furman und erzählte ihm, dass er Monika mit HIV infiziert habe und behauptete, dass die Frau nun schwer krank sei und bald an AIDS sterben werde. Ein breites Lächeln erschien auf dem Gesicht des Millionärs. Dino sagte, dass ihn diese Nachricht sehr freue. Der Mann beruhigte sich und beschloss, dass diese Strafe für Monika ausreichend sei. Aber Anfang 2012 änderte sich alles. Am Abend des 16. Januar gerieten Dino und Monika erneut in einen Streit. All dies geschah in ihrem Anwesen. Die Töchter sahen und hörten, wie ihre Eltern stritten. Während des Streits bekam Monika Angst. Sie brachte die Mädchen in ihr Zimmer und schloss die Tür ab. Die Frau wusste nicht, was sie tun sollte. Ihr Mann beruhigte sich nicht, deshalb rief Monika die Polizei.
Es stellte sich jedoch heraus, dass Dino bereits zuvor den Notruf gewählt hatte und gemeldet hatte. Seine Frau habe ihn angegriffen und ihm ins Gesicht geschlagen. Er zeigte ein Foto, auf dem kleine Kratzer an seinem Hals zu sehen waren. Die Polizeibeamten stellten sich auf Dinos Seite. Sie nahmen Monika fest und brachten sie zur Polizeiwache. Die Frau verbrachte einen Tag in einer Zelle zusammen mit Personen, die wegen schwerer Straftaten festgehalten wurden. Kurz darauf wurde ein Verfahren wegen geringfügiger Vergehen und häuslicher Gewalt eingeleitet. Damals, im Januar 2012, gelang es Dino, eine einstweilige Verfügung gegen seine Frau sowie das alleinige Sorgerecht für Wendella und Ciana zu erwirken. Monika war gezwungen, das Haus zu verlassen. Dinos Ex-Frau Leitia gab später zu, dass Dino sie während ihrer Scheidung ebenfalls der häuslichen Gewalt beschuldigt und behauptet habe, sie konsumiere illegale Substanzen. Der Mann habe alles versucht, um zu erreichen, dass die Kinder bei ihm blieben, und damit Erfolg gehabt. Nach der Scheidung von Guglielmelli verlor Leitia alles: ihre Kinder, ihr Haus sowie das gemeinsame Unternehmen zur Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Laut Leitia sei Dino äußerst berechnend, hinterhältig und gefühllos gewesen. Die Frau hatte keinen Zweifel daran, dass er sowohl sie als auch seine zweite Ehefrau zu seinem eigenen Vorteil verleumdet hatte. Doch im Gegensatz zu Leitia begann Monika sich zu wehren. Nach 13 Monaten gelang es ihr, ihre Unschuld zu beweisen. Alle Vorwürfe häuslicher Gewalt gegen Monika wurden fallen gelassen und sie durfte wieder mit ihren Töchtern zusammenleben. Dino war außer sich vor Wut und wandte sich erneut an seinen alten Freund Rick Furman mit der Bitte, dafür zu sorgen, dass seine Frau für immer aus seinem Leben verschwinde. Dino rief Rick 5 bis 10 Mal pro Woche an und erinnerte ihn ständig daran, dass Monika so schnell wie möglich beseitigt werden müsse. Dino wollte, dass es so aussehe, als sei die Frau durch die Hand von Menschen gestorben, die mit illegalen Substanzen handelten. Er wollte, dass Monikas Tod qualvoll und grausam sei. Er wollte, dass man ihr am Ende den Kopf abtrenne und die Leiche in einen Graben werfe. Am 1. Oktober 2013 aßen Dino und Rick gemeinsam in einem Café zu Mittag. Der Millionär wusste, dass seine Frau Monika sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub in Mexiko befand. Die Männer bestellten ein warmes Gericht. Während des Essens teilte Rick Dino mit, dass er jemanden in Mexiko angeheuert habe und Monika in wenigen Stunden tot sein werde. Rick sagte Dino, dass er es sich noch einmal überlegen und alles rückgängig machen könne, doch der Millionär wollte davon nichts wissen. Auf Ricks Frage, wie die Töchter ohne ihre Mutter leben würden, antwortete Dino, dass man sich darüber keine Sorgen machen müsse. Er sei ein guter Vater und werde ihnen eine neue, fürsorgliche Mutter suchen, die besser sei als ihre leibliche Mutter. Dann besprachen die beiden Männer die Bezahlung. Dino versprach Rick $80.000 für das Verbrechen. Dino fragte nicht nach Einzelheiten. Er sagte, er werde alles in der Zeitung lesen. Das Treffen zwischen Rick und Dino dauerte etwa 1,5 Stunden, davon sprachen sie rund 15 Minuten über das geplante Verbrechen. Danach stand der Millionär auf, verabschiedete sich von seinem Freund und fuhr nach Hause. In Wirklichkeit wusste Rick, dass Dino niemals über Monikas Tod in der Zeitung lesen würde, da Rick sich zuvor an die Polizei gewandt hatte. Das gesamte Gespräch im Café wurde auf einem Diktiergerät aufgezeichnet, das Furman unter dem Tisch versteckt hatte. Außerdem saßen an anderen Tischen im Café Polizeibeamte in Zivil, die die Männer aufmerksam beobachteten. Monika war Rick dankbar, dass er sie nicht getötet hatte. Die Frau hielt sich während dieser Zeit in einem Hotel in Kalifornien verborgen und wartete darauf, dass ihr Mann in Handschellen abgeführt wurde. Bereits am nächsten Tag, dem 2. Oktober, wurde der 52-jährige Dino Guglielmelli in seiner luxuriösen Villa in Valencia vor den Augen seiner Töchter verhaftet. Er wurde wegen versuchten Mordes angeklagt. Dino bestritt seine Schuld. Er war der Meinung, dass Rick Furman ihn hereingelegt habe, um ihm sein Geschäft wegzunehmen. Er beschuldigte seinen Freund, Monika töten zu wollen, damit sie ihn nicht daran hindern könne, sein Geschäft weiter auszubauen. Laut Dino habe Rick sich ständig darüber beklagt, dass Monika versuche, ihre Verträge mit dem Militär zu kündigen. Es ist bekannt, dass Dino während seiner Untersuchungshaft seinem Zellengenossen Geld dafür angeboten hatte, Rick Furman aufzusuchen. Als Rick davon erfuhr, bekam er Angst und sah sich gezwungen, Kalifornien zu verlassen und seinen Aufenthaltsort geheim zu halten.
Außerdem erhielten die Staatsanwälte Informationen darüber, dass Dino heimlich 4,5 Millionen Dollar ins Ausland transferiert hatte und plante, mit seinen Kindern das Land zu verlassen. Doch dieser Plan scheiterte. Der Mann wurde in eine Einzelzelle verlegt und durfte kein Mobiltelefon mehr benutzen. Einige Worte zu Rick Furman. Im Laufe der Ermittlungen wurde bekannt, dass Rick nur 1 Jahr lang beim Militär gedient hatte. Seine militärische Laufbahn war nicht erfolgreich. Er wurde verwundet und aus dem Dienst entlassen. Rick bestritt, ein Auftragskiller zu sein. Auf die Frage, ob er jemals einen Menschen getötet habe, antwortete der Mann, dass dies auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten nie geschehen sei. Weitere Fragen dazu wollte er nicht beantworten. In dem Fall gab es mehrere merkwürdige Aspekte im Zusammenhang mit Furman. So stellte sich im Laufe der Ermittlungen heraus, dass Rick Dino mehrfach getäuscht hatte, indem er behauptete, sie hätten einen Militärvertrag über die Lieferung von Nahrungsergänzungsmitteln abgeschlossen. Rick gab zu, dass er die Unterschrift gefälscht hatte, damit Dino glaubte, ein großes Geschäft stehe bevor. Auf diese Weise versuchte er, den Millionär von seinen dunklen Gedanken abzulenken und ihn zu beruhigen. Zum Glück für Monica hatte Rick sie nicht mit HIV infiziert. Er hatte Dino getäuscht, weil er glaubte, dass der Millionär sich dadurch beruhigen und von weiteren Schritten absehen würde. Die Staatsanwaltschaft war der Ansicht, dass Dino und Rick einander in vielerlei Hinsicht ähnelten. Sie hatten gemeinsam Geschäfte betrieben und waren über lange Zeit befreundet gewesen. Der Richter bezeichnete Rick als Chameleon. Trotz des Verdachts, dass Furman ein Betrüger war, wurde keine Anklage gegen ihn erhoben. Im Sommer 2014 begann der Prozess gegen Dino Guglielmelli. Der Mann bestritt weiterhin seine Schuld und erklärte, er sei in dieser Angelegenheit das einzige Opfer. Laut Dino habe er lediglich zu viel gearbeitet und einem Freund zu sehr vertraut, der sich schließlich als Verräter erwiesen habe. Der Richter bot Dino einen Deal an, bei dem er sich schuldig bekennen sollte. Ihm drohte eine lebenslange Haftstrafe, doch bei einem Schuldbekenntnis hätte sich die Haftzeit erheblich verkürzen können. Dino willigte ein und bekannte sich des versuchten Mordes 2. Grades schuldig. Er erklärte, dass er diesen Schritt nur auf Bitten seiner Mutter getan habe. Im Jahr 2014 wurde Dino Guglielmelli für schuldig befunden und zu 9 Jahren Haft verurteilt. Monica war mit dem Urteil unzufrieden und erklärte, dass ihr Leben mehr wert sei. Vor Gericht sagte sie: „Für mich ist schon die Absicht zu töten ein Verbrechen. Was ist, wenn ich versuche, jemanden zu erschießen, aber um einen halben Zentimeter daneben schieße und die Kugel ihr Ziel verfehlt? Bin ich dann ein geringerer Verbrecher? War Dino ein geringerer Verbrecher, weil Rick ihn aufgehalten hat?“ Monica ließ sich nach der rechtskräftigen Urteilsverkündung offiziell von Dino scheiden. Die Frau erklärte, dass ihr Leben nun darin bestehe, sich um ihre Töchter zu kümmern. Wendella und Sienna wissen, warum ihr Vater im Gefängnis sitzt. Nach der Scheidung vom Millionär erhielt Monica eine Villa in Valencia. Es ist bekannt, dass die Frau nicht in diesem luxuriösen Haus leben konnte, da sie sich dort unsicher fühlte und bei jedem Geräusch Angst hatte. Monica verkaufte die Immobilie für 3 Millionen Dollar und kaufte zusammen mit ihren Töchtern eine deutlich bescheidenere Wohnung. Es ist bekannt, dass die Frau versuchte, die Produktion von Kosmetika wieder aufzunehmen, doch das neue Geschäft erwies sich als unrentabel. Monica ist der Ansicht, dass sie ohne diese belastende Geschichte mit ihrem Ehemann eine glänzende Karriere hätte aufbauen und wirklich erfolgreich werden können. Die Firma von Dino Guglielmelli wurde versteigert. Der Erlös wurde zur Begleichung seiner Schulden verwendet. Es ist bekannt, dass Dino seine Strafe in einem Gefängnis im Bundesstaat Kalifornien verbüßte. Der Mann wurde im Jahr 2021 aus der Haft entlassen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.